Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen veganen, durch Fermentation hergestellten, probiotischen, gesunden Käse herstellen kann. Einen nicht probiotischen, veganen Käse hatte ich schon mal hergestellt. Das Video werde ich euch hier oben verlinken. Fermentierte Lebensmittel sorgen für eine gesunde Darmflora und stärken das Immunsystem. Herkömmliche Käsesorten vom Supermarkt wurden anfangs vielleicht probiotisch hergestellt, allerdings werden sie vor dem Verkauf immer pasteurisiert und enthalten aufgrund des Erhitzungsprozesses deshalb keine lebenden Bakterien mehr. Und wenn sie dann auch noch von Milch von kranken Tieren aus der Massentierhaltung hergestellt werden, können sie unserer Gesundheit nicht mehr von Vorteil sein, sondern im Gegenteil sogar schaden. Und deshalb wäre es anzuraten, sich den eigenen, gesunden, veganen Käse selber herzustellen. Es lohnt sich also, Hand anzulegen und selbst zu fermentieren. Dazu werden wir zuallererst einen Brottrunk herstellen und den werde ich hier jetzt mit Bioroggen ansetzen. Ein Video zu dem Rejuvilac, also dem Brottrunk, den ich schon mal hergestellt hatte aus Weizen, das Video werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Hier benutze ich jetzt Bioroggen dafür. Denn Roggen hat von Natur aus einen höheren Mineralstoffgehalt als Weizen oder Dinkel. Auch ist Roggen eine sehr gute Vitamin B- und E-Quelle und er enthält viele andere wichtige Vitamine, sehr viel mehr als Weizen und Dinkel, während er auch nicht so viele Kohlenhydrate enthält. Er ist daher in Sprossenform sehr gut für die kohlenhydratarme Ernährung geeignet. Auch enthält er sehr viel weniger Gluten als Weizen und Dinkel zum Beispiel und in Form der Sprossen dann fast gar keins mehr. Vollkornroggen, besonders in Bioqualität, ist daher ein sehr viel gesünderes Getreide als Weizen oder Dinkel. Auch unterstützt er den Darm und fördert die Verdauung. Ebenso soll er vor Übergewicht und Diabetes Typ 2 schützen. Der Roggen wird jetzt zum Keimen gebracht und sobald er kleine Schwänzchen aufweist, die doppelt so lang sind wie das Korn selber, ist er bereit jetzt für den Rejuvilac. Dazu füllen wir das Glas zu einem Viertel mit diesen Sprossen. Mein Video dazu, wie man Sprossen grundsätzlich herstellt, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Jetzt werden die restlichen 3/4 des Glases mit reinem dampfdestilliertem Wasser aufgefüllt. Und sobald wir das getan haben, werden wir das Glas verschließen und dann kommt es an einen warmen, dunklen Ort für mindestens 48 Stunden. Und ich stelle diese Gläser dann immer in meinen dunklen Abstellraum neben mein Destilliergerät, wo es immer sehr schön warm ist. Dort herrschen dann die besten Bedingungen für die Fermentation dieses Brottrunks. Nach 48 Stunden können wir das Glas dann öffnen und dann sehen wir eine milchig-weißliche Flüssigkeit. Während des Fermentierprozesses sieht man auch Blasen aufsteigen. Und deshalb könnte auch ein Schaum oben auf der Oberfläche zu sehen sein, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt werden wir den fertig hergestellten Brottrunk absieben. Die Sprossen fangen wir im Sieb auf und die könnte man ein zweites, sogar bis zu 4-mal, könnte man sie nochmal für einen Brottrunk ansetzen. Der Brottrunk wird dann im Kühlschrank gelagert und jetzt stellen wir den Cashewkäse her. Dazu geben wir über Nacht eingeweichte und danach gut abgespülte Cashewkerne in den Vitamix und dazu jetzt den Brottrunk. Und dann werden diese zwei Zutaten zu einer feinen Paste mit dem Vitamix durch den Stampfer hier püriert. Je weniger Flüssigkeit man verwendet, also je weniger von dem Brottrunk, umso fester wird hinterher der Käse werden. Ich habe ihn hier jetzt relativ flüssig gehalten, aber während des Fermentierprozesses wird der Käse dann auch etwas fester. Im Glas und mit einem Teller abgedeckt kommt jetzt diese Creme in einen dunklen, warmen Raum, hier wieder in meinen Abstellraum neben mein Destilliergerät. Und dann lasse ich ihn dort 3 Tage lang stehen. Zwischendurch habe ich ihn mir nochmal angeschaut, dann sieht er nach 2 Tagen etwa schon so aus. Man sieht hier die Luftblasen von der Seite. Man sieht eben, dass es sehr schön fermentiert, der Käse. Und nach 3 Tagen sieht er dann so aus. Wir sehen hier diesen weißen Belag auf der linken Seite. Das ist der weiße Edelschimmel, der bei Camembert entsteht. Je länger man daher jetzt diesen Käse stehen lassen würde, umso käsiger und Camembert ähnlicher wird er. Ich habe ihn aber jetzt nach 3 Tagen herausgenommen und durchgerührt. Wir sehen, er ist immer noch relativ flüssig. Und jetzt werden wir ihn wieder in den Vitamix geben und mit folgenden Zutaten vermischen. Denn wir wollen ja jetzt einen richtig leckeren Käse mit etwas Festigkeit erreichen. Wir fügen jetzt folgende Zutaten hinzu: Hefeflocken, die sorgen dann für den noch käsigeren Geschmack. Dann kommt geschmolzenes natives Bio-Kokosöl hinzu. Das sorgt dann später dafür, dass der Käse etwas fester wird. Und dann kommen die Gewürze hinzu. Ich habe hier jetzt Knoblauchpulver, frisch gestoßenen schwarzen Pfeffer und Himalaya-Salz
als Würzmittel hinzugegeben. Aber hier könnte man dann variieren, je nach persönlicher Präferenz. Das waren alle Zutaten und jetzt wird einfach nochmal alles mit dem Stampfer hier im Vitamix püriert, bis wir eine sehr schöne, homogene, cremige Masse erreicht haben, wie wir das jetzt hier sehen. Jetzt müssen wir diese cremige Masse nur noch in dafür vorgesehene Formen gießen und da kann man dann nehmen, was man gerne möchte oder was man da hat. Ich nehme hier jetzt nochmal Kokosöl und fette damit die Formen ein. Und zwar habe ich einmal hier diesen Butterdeckel genommen und dann meine Silikonformen. Nach dem Einfetten werden wir dann diese Formen mit Kräutern bestreuen. Ich habe hier jetzt gefriergetrocknete, gemischte Kräuter verwendet. Man könnte auch frische Kräuter nehmen. Die dienen dazu, dass der Käse hinterher dann richtig schön von beiden Seiten mit Kräutern garniert sein wird. Das sieht schön fürs Auge aus und vor allem wird es auch sehr gut schmecken mit den Kräutern. Und jetzt wird hier diese cremige Masse einfach in die Formen gegossen. Und das geht super einfach, weil eben die Creme richtig schön flüssig ist. Sobald wir alle Formen dann gleichmäßig gefüllt haben, die Creme passt genau in diese Formen alle rein, dann bestreuen wir diese noch einmal wieder mit den gefriergetrockneten Kräutern. Oder wie gesagt auch mit frischen Kräutern. Und so sieht jetzt gleich das tolle Ergebnis aus, Mashallah. Jetzt muss das Ganze nur noch über Nacht im Kühlschrank aushärten. Und am nächsten Morgen können wir die Form dann wieder aus dem Kühlschrank entnehmen und dann den Käse daraus entfernen. Dazu vorsichtig mit dem Messer an den Seiten entlang schneiden und dann von unten hochdrücken. Das ist jetzt für die Silikonform und bei der Butterform auch mit dem Messer an den Seiten entlang schneiden und dann vorsichtig umdrehen und den Käse herauskippen. So sieht dieser Käse aus, einfach herrlich, Mashallah. Dieser vegane Käse ist ein Meisterwerk für sich und der schmeckt einfach super lecker. Da gibt es keinen Vergleich, was den Geschmack betrifft. Der Geschmack ist einfach einzigartig und meiner Ansicht nach mit nichts zu überbieten. Ich habe den so schnell aufgegessen, da ich regelrecht süchtig von diesem herrlichen veganen Käse wurde. Veganer Käse in Rohkostqualität, selbstgemacht mit selbstgezogenen Milchsäurebakterien. Subhanallah. Durch die Fermentation werden die Cashewnüsse übrigens besonders leicht verdaulich und für den Körper verwertbar. Und Cashewnüsse enthalten neben vielen Mineralstoffen, B-Vitaminen und Folsäure fast 20% Eiweiß mit einem hohen Anteil der Aminosäure L-Tryptophan. Und dies ist die Vorstufe von Serotonin, dem Wohlfühl- und Antidepressionshormon. Also dieser Käse macht wirklich glücklich. Der Brottrunk, aus dem dieser Käse hergestellt wird, enthält sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und auch wichtige Aminosäuren. Vor allem das Vitamin B12 ist zu nennen, das für den Aufbau körpereigener Aminosäuren und der roten Blutkörperchen verantwortlich ist. Rejovilac ist reich an B-Vitaminen und wird häufig zur Darmreinigung verwendet. Bei der Fermentation von Rejovilac vermehren sich die Milchsäurebakterien, die für ein optimales Milieu im Darm sorgen. Auf diese Weise wird das Immunsystem gestärkt und die Nahrungsaufnahme bei der Verdauung unterstützt. Alle diese guten Eigenschaften sind dann auch in diesem Käse anzutreffen, was nicht nur für den guten Geschmack dieses Käses sorgt, sondern ihn auch sehr gesund macht. Denn die probiotischen Bakterien, die sich in allen fermentierten Lebensmitteln ansiedeln, sind nämlich auch Bestandteil unserer eigenen Darmflora. Und genau diese spielte eine wichtige Rolle für unser Immunsystem. Je gesünder die Darmflora ist, umso besser kann sie die Ansiedlung von Krankheitserregern verhindern, umso gesünder ist die Darmschleimhaut und umso besser ist der Mensch vor chronischen Krankheiten aller Art geschützt. Die probiotischen Bakterien aus fermentierten Speisen wie diesem Käse tragen nun zur beschriebenen gesunden und ausgewogenen Darmflora bei. Genau wie bei der Fermentation im Lebensmittel erzeugen die Bakterien im Darm ein leicht saures Milieu, was es krankheitserregenden Bakterien sehr schwer macht, dort zu überleben. Zudem brechen die probiotischen Bakterien während des Fermentationsprozesses bereits die Zellstrukturen der entsprechenden Lebensmittel auf, in diesem Fall im Käse von den Cashewnüssen. Sie werden sozusagen schon vorverdaut und dadurch sind sie in unserem Körper dann leichter verdaulich. Fermentierte Speisen wie dieser köstliche vegane Käse weisen eine Vielzahl an Vorteilen auf. So reduzieren sie zum Beispiel das Risiko für Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Durchfall und Thrombose. Im Gegensatz also zur herkömmlichen Käse aus dem Supermarkt, der für uns keine gesundheitlichen Vorteile mehr mit sich bringt, kommt dieser durch Fermentation entstandene köstliche vegane Käse unserer Gesundheit zugute, wie das mit allen fermentierten Speisen der Fall ist. Zu empfehlen wäre es daher in jedem Fall, sich grundsätzlich täglich mit
fermentierten Speisen zu versorgen, sei dies nun in Form dieses köstlichen Käses, wo es wirklich nicht schwer fällt, oder auch in Form von fermentiertem Gemüse. Meine Videos dazu kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Oder auch in Form des Rejuvilac, des Brottrunkes, den man auch in einen Smoothie mischen kann. Aber auch selbst hergestellter probiotischer Joghurt gehört dazu und mindestens den könnte man in den täglichen Speiseplan integrieren. Meine Videos zu probiotischem, natürlichen, veganen Kokosjoghurt oder auch meine Cashew-Joghurt, die kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Damit ist das Video beendet. Ich hoffe, dass euch die Informationen in diesem Video von Nutzen waren. Wenn das der Fall war und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt dieses Video mit vielen Menschen, damit alle diese Menschen daraus einen Nutzen ziehen können. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.